single day. Welches Thema würde sich besser für ein Comeback eignen als eine der größten Verschwörungstheorien der Geschichte? Für kaum eine Verschwörungstheorie gibt es so viele plausible Begründungen und scheinbare Beweise wie für diese. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wurde die berühmte Mondlandung in Hollywood gedreht? In den Jahren 1957 bis 1970 verzeichnete die sich im Wettrüsten mit den Vereinigten Staaten befindliche Sowjetunion einige Erfolge im neuen Bereich der Raumfahrt. So schossen sie unter anderem eine Hündin und den ersten Menschen ins Weltall. Durch diese Erfolge geriet die damalige US-Regierung unter Kennedy zunehmend unter Druck. Es mussten schnell noch größere Erfolge in diesem Bereich her. Kennedy versprach: In den nächsten 10 Jahren werden wir einen Menschen auf den Mond bringen. Gemeint war hierbei der Zeitraum bis 1971. Und tatsächlich, noch innerhalb der Frist landete Apollo 11 mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Mit an Bord, aber nicht auf dem Mond, Fred Haise. Jedes Kind kennt den berühmten Satz Aldrins: That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ebenfalls mit auf der Reise waren angepasste Hasselblad 500 EL Modelle, mit denen so manches Bild aufgenommen wurde. Diese Bilder sind auch scheinbare Beweise für einen Fake der Mondlandung. Dieser Videoclip zeigt die Astronauten die berühmte amerikanische Flagge aufstellen, doch was ist das? Die Flagge beginnt sich plötzlich zu bewegen. Geht auf dem Mond natürlich nicht, da gibt es ja keine Atmosphäre. Dieser Clip wird immer noch am liebsten von Mondlandungskritikern genutzt, um ihre Theorien zu belegen. Doch was steckt dahinter? Dazu meint Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Die Bewegung des Stoffes stammen jedoch von keiner kleinen Brise, sondern von Erschütterungen des Fahnenmastes. Im luftleeren Raum wird die Bewegung des Stoffes kaum gebremst. Die Flagge war zudem so präpariert, dass sie wie im Wind flatternd wirkte. Nachdem die Schwingungen abgeklungen waren, bewegte sich die wehende Flagge tatsächlich nicht mehr und blieb völlig still. Die Atmosphärenargumentation wird den Verschwörungstheoretikern auch in einem anderen berühmten angeblichen Beweis zum Verhängnis, nur andersherum. Warum denn die Fußabdrücke im Mondstaub ihre Form auch nach so vielen Jahren immer noch halten können? Urs Mall vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung kann da zum Glück Abhilfe schaffen. Ohne Atmosphäre kann es auch nicht zur Abschleifung der Partikel des Mondstaubes kommen, dessen resultierende Kantigkeit für extra gute Haftung sorgt. Aber was ist mit den viel zu niedrigen Sprüngen der Astronauten? Die können ja kaum höher springen als auf der Erde. Nun, auf der Erde tragen sie auch keinen 80 bis 90 Kilogramm schweren Raumanzug. Und wie war es den Astronauten blind und mit gewaltigen Handschuhen möglich, gestochen scharfe Bilder wie dieses hier zu machen? Neben monatelangem Fotografiertraining auf der Erde und klugen Herausschneidens der schärfsten Bildpunkte im Nachhinein gab es vor allem eins: jede Menge unbrauchbarer Bilder, die nie wirklich in die Öffentlichkeit gezogen wurden. Wozu auch? Ein weiteres beliebtes Argument: Warum sind am Himmel keine Sterne erkennbar? Blöd, dass ein Tag auf dem Mond 2 Wochen dauert und die Astronauten tagsüber den Mond besuchten. Geht man also am Tag auf die Straße und wundert sich, dass am Himmel an guten Tagen bis auf einen gar keine Sterne erkennbar sind, dann sollte man sich vielleicht überlegen, den Hauptschulabschluss doch noch einmal nachzuholen. Im Kontrast zu den zahlreichen widerlegbaren Beweisen für den Fake der Mondlandung gibt es einige bis schwer widerlegbare dagegen. Zum einen wäre es schwer möglich gewesen, tausende Mitarbeiter der Raumfahrtmission schweigen zu lassen. Es gibt aber noch viel simplere und eindeutigere Beweise, welche schwer wiegen. 380 Kilogramm, um genau zu sein. So viel Mondgestein mit einzigartiger nicht-irdischer Zusammensetzung haben die Apollo 11 Mitstreiter nämlich mitgebracht. Ein weiterer Beweis, den man häufig hört, ist letztendlich noch, dass die Sowjetunion, also der Gegner im Wettrüsten selbst, den Erfolg der Mondlandung verifizierte und diese Möglichkeit nicht nutzen konnte, um die Vereinigten Staaten bloßzustellen. Dies taten sie, indem sie Funksprüche zwischen Apollo 11 und der Erde auffingen und mit Hilfe einfachster Triangulation, welche uns noch aus dem Matheunterricht der 8. Klasse geläufig sein sollte, feststellten: Verdammt, die sind ja wirklich auf dem Mond. Wie unschwer zu erkennen war, halte ich von der Verschwörungstheorie der gefakten Mondlandung nichts. Sich gegen einen vergleichbaren faktischen Konsens zu stellen, ohne diesen stichhaltig zu widerlegen, wäre nur eins: dumm.
Aber überzeugt euch selbst. Ich habe euch einige meiner Quellen sowie ein sehr interessantes Video von Harald Lesch zu dem Thema in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses kleine Comeback-Video gefallen. Ich versuche ab jetzt wieder so oft es mir möglich ist, Videos für diesen Kanal zu produzieren. Ich kann aber keinen wöchentlichen Rhythmus versprechen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Gerade deshalb lohnt es sich also, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir eure Themenvorschläge für zukünftige Videos gerne in die Kommentare. Checkt die Playlist zu diesem Format auf, indem ihr auf das i klickt. Über Bewertung, Abo, Feedback würde ich mich wie immer freuen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Stay crazy. Every single day